Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 1. Juli 2025. Frankfurt. Neue EU-Behörde gegen Geldwäsche. In Frankfurt startet am 1. Juli eine neue EU-Behörde, die AMLA. Sie soll in ganz Europa Geldwäsche und Terrorfinanzierung bekämpfen. Frankfurt wurde als Standort gewählt, weil es hier viele Banken und Luxusgeschäfte gibt. Besonders im Bahnhofsviertel gibt es Probleme mit der Kriminalität. Deshalb schaut die neue Behörde dort genau hin. Ziel ist es, dass kriminelles Geld nicht mehr heimlich in den normalen Geldkreislauf gelangt. Gold in Passau sichergestellt. Die Grenzpolizei hat am Freitag bei Passau 8 Kilogramm Goldbarren und Schmuck gefunden. Auf der Autobahn A3 haben die Beamten einen Kleintransporter mit türkischem Kennzeichen kontrolliert. Das Fahrzeug war in Richtung Österreich unterwegs. Der Fahrer hatte keine Papiere für das Gold. Deshalb wurde es sichergestellt. Die Polizei vermutet Geldwäsche. Der Mann durfte weiterfahren. Wie viel das Gold wert ist, ist noch unbekannt. Viele Fernzüge der Deutschen Bahn unpünktlich. Im ersten Halbjahr 2025 war mehr als jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn unpünktlich. Damit hat die Bahn ihr eigenes Ziel verfehlt. Schon 2024 war die Bahn so unpünktlich wie seit vielen Jahren nicht. Verkehrsminister Patrick Schnieder sagt, dass die Bahn nicht zuverlässig ist. Bahnchef Richard Lutz erklärt, dass es viele Baustellen gibt, weil die Schienen repariert werden müssen. Das macht den Betrieb schwieriger. Trotzdem will die Bahn pünktlicher werden, für mehr Zufriedenheit bei den Fahrgästen. Europa kämpft mit großer Hitze. In vielen Teilen Europas ist es zurzeit extrem heiß. In Spanien und Portugal wurden neue Temperaturrekorde gemessen. Auch in Großbritannien ist es mit über 30 Grad sehr warm. In fast ganz Frankreich wurde eine Hitzewarnung gegeben. Zur Wochenmitte kann es in Deutschland bis zu 40 Grad heiß werden. Danach wird in einigen Regionen Regen erwartet. Das könnte etwas Abkühlung bringen. Neue Regeln fürs Parken von E-Scootern. E-Scooter von Leihfirmen dürfen bald nicht mehr überall auf Gehwegen stehen. Das plant Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Private E-Scooter dürfen weiterhin auf dem Bürgersteig parken, aber nur, wenn niemand behindert oder gefährdet wird. Verleihfirmen müssen künftig mit den Städten Regeln vereinbaren, zum Beispiel feste Abstellflächen. Andernfalls ist das Abstellen ihrer E-Scooter im öffentlichen Raum nicht mehr erlaubt. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 2. Juni 2025. Ukraine greift russische Luftwaffenbasen an.
Die Ukraine hat mit Drohnen mehrere russische Militärflughäfen angegriffen. Laut Geheimdienst wurden Langstreckenbomber und Frühwarnflugzeuge zerstört, die oft für Angriffe auf ukrainische Städte genutzt wurden. Bilder zeigen brennende Flugzeuge und Rauch. Die Drohnen sollen aus versteckten Häusern gestartet sein. Gleichzeitig hat Kiew neue Friedensgespräche mit Russland angekündigt. Eine ukrainische Delegation reist nach Istanbul. Präsident Selenskyj fordert eine Waffenruhe, Gefangenenaustausch und die Rückkehr entführter Kinder. Elon Musk bestreitet Drogenkonsum. Elon Musk hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass er während des Wahlkampfs 2024 Drogen genommen hat. In einem Beitrag auf X hat er erklärt: „Ich nehme keine Drogen." Die New York Times hatte berichtet, Musk hat Ketamin, Ecstasy und andere Drogen konsumiert. Er selbst sagt, er hat nur früher einmal verschriebenes Ketamin genommen. Es hat ihm in einer schweren Zeit geholfen, aber inzwischen nimmt er es nicht mehr. Anaconda in Quickborn gefunden. In Quickborn hat ein Radfahrer am Sonntag eine große Schlange im Bach Gronau gesehen. Er hat sofort die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr hat die Schlange schnell gefunden. Aber es hat 4 Stunden gedauert, bis ein Experte aus Horst gekommen ist. Er hat das Tier in ein Wildtierzentrum gebracht. Es war eine gelbe Anaconda. Diese Würgeschlangen leben eigentlich in Südamerika. Sie können bis zu 4 Meter lang werden. Die Schlange war nicht giftig, aber sie kann stark zubeißen. Wahrscheinlich hat jemand die Schlange einfach ausgesetzt. Als sie gefunden wurde, war sie schon unterkühlt. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 3. Juli 2025. Köln. Spielplätze sollen Spielplätze bleiben. In Köln wollte die Stadtverwaltung die Spielplätze umbenennen. Statt Spielplatz sollten sie Spiel- und Aktionsfläche heißen. Dafür sollten 700 Schilder ausgetauscht werden. Jetzt hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker gesagt, dass das nicht passieren soll. Sie findet, dass Spielplatz ein gutes und klares Wort ist. Es gibt gerade wichtigere Probleme in Köln als neue Schilder. Grüner Bunker auf St. Pauli zieht Millionen an. Der begrünte Bunker in Hamburg-St. Pauli ist seit einem Jahr geöffnet und sehr beliebt. Rund 2,3 Millionen Menschen haben ihn besucht. An manchen Tagen waren es sogar über 20.000. Der Eintritt ist kostenlos. Der ehemalige Flakbunker wurde um 5 Etagen erhöht und mit Pflanzen begrünt. Heute ist er 58 Meter hoch. In dem Bunker gibt es ein Hotel und mehrere Restaurants. Der Umbau hat etwa 110 Millionen Euro gekostet. BVG plant große Investitionen.
Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen in den nächsten 5 Jahren stark in ihre Infrastruktur investieren. Geplant sind neue Betriebshöfe für Straßenbahnen und E-Busse sowie die Sanierung alter Werkstätten. Grund ist die neue U-Bahn-Generation, die mehr Platz braucht. BVG-Chef Henrik Falk spricht von einem Programm, das lang versäumte Modernisierungen endlich nachholt. Dänemark. Wehrpflicht jetzt auch für Frauen. In Dänemark gibt es ab 2026 die Wehrpflicht auch für Frauen. Das Parlament hat entschieden, dass auch Frauen ausgelost werden können, um den Wehrdienst zu machen, genau wie Männer. Der Wehrdienst wird zudem von 4 auf 11 Monate verlängert. Grund dafür ist die wachsende Bedrohung durch Russland und die Stärkung der NATO. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 4. Juli 2025. Russland erkennt Taliban-Regierung offiziell an. Russland hat als erstes Land der Welt die Taliban-Regierung in Afghanistan offiziell anerkannt. Das Außenministerium hat das Beglaubigungsschreiben des neuen afghanischen Botschafters entgegengenommen. Die Taliban feiern den Schritt als historischen Erfolg. Zuvor hatte Russland die Taliban von der Liste verbotener Organisationen gestrichen. Die Islamisten regieren Afghanistan seit August 2021 und suchen seitdem internationale Anerkennung. Russischer General bei Raketenangriffen getötet. Der russische Generalmajor Michail Gudkow ist bei einem ukrainischen Raketenangriff im Grenzgebiet Kursk ums Leben gekommen. Gudkow war Vizechef der Marineinfanterie. Er ist der 12. getötete russische General seit Kriegsbeginn. Baupause für die Liebe. 2 Supermärkte warten auf Schlangenpaar. In Schirgiswalde in Sachsen wurde der Bau von 2 Supermärkten gestoppt. Wegen eines Schlingnatternpaares. Die geschützten Würgeschlangen befinden sich mitten in der Paarungszeit. Deshalb darf auf Teilen der Baustellen bis Anfang September nicht weitergearbeitet werden. Edeka darf nur den Kundenparkplatz nicht bauen. Bei Aldi ruht der gesamte Bau. Schweizer Freibad schließt Ausländer aus. Ab dem 4. Juli dürfen im Freibad der Gemeinde Pruntrut nur noch Menschen mit Schweizer Pass, Wohnsitz oder Arbeitsvertrag baden. Ausländische Touristen brauchen eine spezielle Karte. Grund sind viele Probleme mit Besuchern aus Frankreich. Sie sollen Frauen belästigt, in Unterwäsche gebadet und sich aggressiv verhalten haben. Die Regel gilt bis zum 31. August. Katy Perry und Orlando Bloom trennen sich. Katy Perry und Orlando Bloom haben sich nach 9 Jahren Beziehung getrennt.
In einer Erklärung sagen sie, dass ihre Tochter Daisy jetzt das Wichtigste ist. Sie wollen als Familie weiter gut zusammenarbeiten. Es gab wohl schon länger Probleme. Beide hatten viel Stress und unterschiedliche Pläne. Katie hat sich zuletzt traurig bei einem Konzert gezeigt. Orlando wurde schon mit anderen Frauen gesehen. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 7. Juli 2025. Tourist stirbt bei Bärenangriff in Rumänien. Ein italienischer Urlauber ist in den rumänischen Karpaten von einem Bären getötet worden. Er hatte versucht, das Tier von der Hand zu füttern und Fotos zu machen. Laut Polizei haben Aufnahmen auf seinem Handy gezeigt, wie er dem Bären sehr nahe gekommen ist. Das Tier hat plötzlich angegriffen und den Mann in den Wald gezogen. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Der Bär wurde später erschossen. Musk gegen Trump. Streit um neue Partei. Elon Musk will eine neue Partei gründen, die American Party. Er sagt, die USA brauchen eine Alternative zu Republikanern und Demokraten. US-Präsident Donald Trump wurde dazu gefragt. Er nennt Musks Idee lächerlich. Eine dritte Partei bringt nur Chaos, sagt er. Elon Musk und Donald Trump haben sich früher gut verstanden. Er hatte Trumps Wahlkampf unterstützt. Jetzt streiten sie über Trumps Sparpläne. Musk selbst kann kein Präsident werden. Er ist in Südafrika geboren. Trotzdem sorgt seine Parteiplanung für viel Aufmerksamkeit. Saudi-Arabien. 180 Hinrichtungen seit Jahresbeginn. Seit Anfang 2025 wurden in Saudi-Arabien 180 Menschen hingerichtet. Das berichtet Amnesty International. 2/3 davon wegen Drogendelikten. Viele der Betroffenen sind aus dem Ausland gekommen, etwa aus Pakistan oder Syrien. Amnesty kritisiert, dass Drogendelikte laut internationalen Regeln nicht mit dem Tod bestraft werden sollten. Amazon bringt den millionensten Roboter in Betrieb. Amazon hat jetzt 1 Million Roboter im Einsatz. Etwa Hercules, Pegasus und Proteus. Diese Roboter arbeiten in den Lagern neben den Menschen. Ein neues KI-System soll die Roboterflotte noch besser steuern. Ziel ist es, die Abläufe effizienter zu machen. Mit 11 Jahren Abitur gemacht. Lina Haider hat schon mit 11 Jahren das Abitur geschafft. Sie ist sehr schnell durch die Schule gegangen. Von der 1. direkt in die 5. Klasse, dann in die 8. und schließlich in die Oberstufe. Ihre Schule ist stolz auf sie. Die Lehrer sagen aber, so ein Weg ist sehr selten. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende
vom 8. Juli 2025. Protest vor dem Kanzleramt. Aktivisten gegen deutsche Israel-Politik. 2 Aktivisten der Gruppe Palestine Rising haben rote Farbe auf das Kanzleramt geworfen. Sie haben damit gegen Deutschlands Unterstützung für Israel protestiert. Auf Schildern stand „Stoppt den Völkermord“ und „blutige Arbeit“. Die Polizei hat beide festgenommen. Sie werden wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Versammlungsrecht untersucht. Seit Beginn des Gaza-Kriegs hat Deutschland Waffen im Wert von 485 Millionen Euro an Israel geliefert. Müllchaos nach Summer Jam in Köln. Nach dem Summer Jam Festival in Köln liegt viel Müll am Fühlinger See. Besucher haben Zelte, Schlafsäcke und Flaschen zurückgelassen, teils noch benutzbar. Wegen Regen am Wochenende haben viele das Gelände schnell verlassen und alles stehen gelassen. Jetzt räumen die Veranstalter auf, denn ab Donnerstag wird wieder Badewetter erwartet. Kritik an Heiratsplattform für Muslime. Eine Internetseite mit dem Namen Nikagram sorgt für Kritik. Dort können muslimische Männer eine Frau finden oder sogar eine zweite, dritte oder vierte Frau. Die Betreiber sagen, die Frauen sollen Hausfrauen sein und die Männer versorgen. Sie werben auch mit Jungfrauen aus dem Ausland. Die Seite richtet sich an Männer, die eine traditionelle Ehe wollen. Frauen unter 35, die Jungfrau sind oder eine Ehe mit mehreren Frauen akzeptieren, dürfen sich kostenlos anmelden. Männer müssen zahlen. Bis zu 50 Pfund für einen VIP-Zugang. Viele Menschen finden das problematisch. Eine Frauenrechtlerin sagt, die Seite zeigt Frauen wie eine Ware. Schädel in Velten gefunden. Im April wurde im Stichkanal Velten ein menschlicher Schädel entdeckt, verpackt in einer Tüte und mit einem Stein beschwert. Die Untersuchungen haben ergeben, es handelt sich um einen Mann aus Mitteleuropa, 35 bis 65 Jahre alt. Der Todeszeitraum liegt laut Gutachten zwischen 1667 und 1954. Hinweise auf Gewalt gibt es nicht. Die Mordkommission ermittelt weiter. Größtes Legoland der Welt in China eröffnet. In Shanghai hat das größte Legoland der Welt eröffnet. Und das erste in China. Trotz großer Hitze sind am Samstag tausende Besucher gekommen. Der Freizeitpark ist über 30 Hektar groß und bietet unter anderem eine Achterbahn mit Drachenmotiven. China will mit Themenparks den Inlandstourismus stärken. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 9. Juli 2025. Friedensmarsch zum Gedenken an Srebrenica. In Bosnien haben tausende Menschen einen Friedensmarsch begonnen. Sie erinnern an den Völkermord in Srebrenica vor 30 Jahren. Im Juli 1995
wurden dort rund 8000 muslimische Männer und Jungen getötet. Der Marsch startet im Dorf Nesuk und führt 100 Kilometer bis zur Gedenkstätte in Potocari. Am Freitag findet dort die große Gedenkfeier statt. Druck auf Trump wegen Epstein-Akten. Anhänger von Donald Trump fordern die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten im Fall Jeffrey Epstein. Trump hatte das früher versprochen. Doch Justizministerin Bondi und FBI-Chef Patel sagen, es gibt keine neuen Beweise und keine Kundenliste. Viele Trump-Fans sind wütend. Einige glauben sogar, Trump will die Akten nicht zeigen, weil sein eigener Name darin stehen könnte. Russland greift Ukraine mit 741 Raketen und Drohnen an. In der Nacht hat Russland die Ukraine massiv angegriffen. Es waren 741 Raketen und Drohnen im Einsatz. Viele davon haben Städte wie Kiew, Lwiw und Lutsk getroffen. Die ukrainische Luftwaffe konnte zwar die meisten abwehren, aber es gab trotzdem schwere Schäden. Präsident Selenskyj fordert jetzt mehr Sanktionen gegen russisches Öl. Viele Menschen haben in Kellern oder U-Bahn-Stationen Schutz gesucht. China richtet Laser auf deutsches Flugzeug. Ein deutsches Überwachungsflugzeug ist im Roten Meer von einem chinesischen Kriegsschiff mit einem Laser angeleuchtet worden. Das Flugzeug war für eine EU-Mission im Einsatz. Die deutsche Regierung nennt den Vorfall nicht akzeptabel und hat mit dem chinesischen Botschafter gesprochen. Der Einsatz wurde kurz unterbrochen, läuft aber jetzt weiter. Mehr Hitzetote wegen Klimawandel. Eine neue Studie zeigt, in 12 europäischen Großstädten sind seit Ende Juni etwa 2300 Menschen an der Hitze gestorben. 1500 dieser Todesfälle hängen direkt mit dem Klimawandel zusammen. Ohne die Erderwärmung wäre es bis zu 4 Grad kühler gewesen. Besonders viele Menschen sind in Mailand, Barcelona und Paris gestorben. Die Forscher sagen, dass solche Hitzewellen durch den Klimawandel häufiger werden. Und Europa ist besonders stark betroffen. Auch in Frankfurt gab es 21 zusätzliche Hitzetote. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 10. Juli 2025. Houthi-Miliz versenkt Handelsschiff. Die Houthi-Miliz im Jemen hat das Frachtschiff Eternity Sea im Roten Meer angegriffen und versenkt. Laut USA wurden dabei mehrere Menschen getötet, mindestens 4. 19 Personen werden noch vermisst. Einige Crewmitglieder sollen entführt worden sein. Die Houthi sagen, dass sie Schiffe von Firmen angreifen, die mit Israel zusammenarbeiten. Die Angriffe im Roten Meer haben große Folgen für den Schiffsverkehr und sorgen für hohe wirtschaftliche Schäden. Ex-RAF-Terroristin. Kein Mordvorwurf mehr.
Im Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette hat das Gericht den Vorwurf des versuchten Mordes gestrichen. Das heißt, sie bekommt wahrscheinlich eine mildere Strafe. Klette soll mit 2 anderen mehrere Geldtransporter und Supermärkte überfallen haben und dabei über 2,7 Millionen Euro bekommen haben. Das Gericht sieht darin aber keinen Versuch, jemanden absichtlich zu töten. Trump kritisiert Putin und schickt neue Waffen. US-Präsident Donald Trump hat Putin scharf kritisiert. Putin ist immer freundlich, aber das bedeutet nichts. Wir bekommen nur Blödsinn von ihm. Trump findet, Putin tötet zu viele Menschen in der Ukraine. Deshalb will er jetzt doch neue Verteidigungswaffen liefern lassen. Das US-Verteidigungsministerium hat die Lieferung schon angekündigt. USA: Schuhe ausziehen am Flughafen nicht mehr Pflicht. In den USA müssen Flugreisende ihre Schuhe bei der Sicherheitskontrolle nicht mehr ausziehen. Die Regel war nach dem Schuhbombervorfall 2001 eingeführt worden. Laut Heimatschutzministerin Noem ist die Technik heute besser. Neue Regeln für Badekleidung in Lörrach. Im Parkschwimmbad Lörrach gilt ab heute eine neue Badeordnung. Nur noch eine enge Kleidung aus Kunstfaser ist erlaubt. Schlabberhosen, Baumwolle, Unterhosen und Burkinis sind verboten. Der Grund: Hygiene. In den Hosentaschen wurden oft Taschentücher gefunden. Auch andere Bäder in Baden-Württemberg denken über ähnliche Regeln nach. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 11. Juli 2025. Fahrradtourist in Iran festgenommen. Ein 18-jähriger Deutsch-Franzose wird seit dem 16. Juni im Iran vermisst. Jetzt bestätigt die iranische Regierung, dass er festgenommen wurde, wegen einer angeblichen Straftat. Seine Familie hat seit Wochen nichts von ihm gehört. Frankreich und Deutschland warnen weiterhin vor Reisen in den Iran und rufen ihre Staatsbürger zur Ausreise auf. EU und Israel einigen sich auf Hilfe für Gaza. Die EU hat ein Abkommen mit Israel über mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen geschlossen. Israel will unter anderem Grenzübergänge über Ägypten öffnen, um mehr Hilfsgüter durchzulassen. Im Gazastreifen sollen Bäckereien und öffentliche Essensstellen wieder genug Hilfe bekommen. Eine wichtige Wasseranlage soll wieder Strom bekommen, damit Trinkwasser verfügbar ist. Die EU hatte zuvor Druck gemacht. Lehrerinnen dürfen Kopftuch tragen. In Berlin soll das Kopftuchverbot für Lehrerinnen an öffentlichen Schulen geändert werden. Bisher war es verboten, im Unterricht ein Kopftuch, eine Kippa oder ein Kreuz zu tragen. Doch Gerichte haben entschieden, dass ein generelles Verbot nicht erlaubt ist. Es verletzt die Religionsfreiheit.
Deshalb will das Land Berlin das Gesetz jetzt anpassen. Oxfam. Ungleichheit in Afrika wächst weiter. 4 der reichsten Milliardäre Afrikas besitzen laut Oxfam mehr Geld als die Hälfte der Bevölkerung des Kontinents, rund 750 Millionen Menschen. Ihr Vermögen liegt bei 57,4 Milliarden $. In einem neuen Bericht warnt Oxfam vor wachsender Ungleichheit. Viele afrikanische Regierungen würden Reiche nicht genug besteuern und sich wenig um die Armen kümmern. Kritik an Musks Chatbot Grok. Türkei erwägt Verbot. Elon Musks Chatbot Grok steht erneut in der Kritik. In der Türkei soll er Präsident Erdogan und seine Mutter beleidigt haben. Die Regierung denkt deshalb über ein Verbot nach. Auch antisemitische Aussagen und Hitler-Verherrlichungen wurden gemeldet. Die EU prüft den Fall, warnt aber vor Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 12. Juli 2025. Ermittlungen wegen Bestechung in der Ausländerbehörde. In Duisburg soll eine frühere Mitarbeiterin der Ausländerbehörde Geld von Migrantinnen und Migranten angenommen haben, um ihnen schneller einen Termin zu verschaffen. Eigentlich muss man in Duisburg oft sehr lange auf einen Termin warten. Viele Betroffenen sollen deshalb bereit gewesen sein, heimlich Geld zu zahlen. Angeblich bis zu 50.000 €. Die Stadt hat die Frau 2024 entlassen und Anzeige erstattet. Jetzt ermitteln das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft. Es geht um den Verdacht auf Bestechung, Unterschlagung und Datenfälschung. Außenminister will Haftbedingungen für Maja T. verbessern. Außenminister Johann Wadepool fordert bessere Haftbedingungen für Maja T. in Ungarn. Nächste Woche soll es neue Gespräche mit der ungarischen Regierung geben. Maja T. sitzt in Budapest wegen mutmaßlicher Gewalt bei Protesten gegen Rechtsextreme in Haft. Mit einem Hungerstreik kämpft sie für bessere Haftbedingungen und ihre Rückkehr nach Deutschland. PKK beginnt mit Waffenabgabe. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat damit begonnen, ihre Waffen niederzulegen. In der Region Kurdistan im Nordirak haben erste Kämpfer Waffen verbrannt, darunter Gewehre. Der Schritt ist Teil eines Friedensprozesses mit der Türkei. Die PKK hatte im Mai ihre Auflösung angekündigt. Die Türkei erwartet, dass alle Kämpfer bis Ende des Jahres entwaffnet werden. Backpackerin nach 12 Tagen im Outback gefunden. Eine vermisste Deutsche ist in Australien lebend gefunden worden. Nach 12 Tagen im Outback. Carolina Wilgar wurde von einem Passanten entdeckt. Sie war geschwächt, aber nicht verletzt. Ihr Auto war zuvor mit einer Panne in einem Naturschutzgebiet gefunden worden. Die 27-Jährige hatte kein Handysignal. Jetzt wird sie im Krankenhaus in Perth behandelt. Boeing-Absturz.
Treibstoffzufuhr wurde abgeschaltet. Am 12. Juni ist eine Air India-Maschine abgestürzt. 260 Menschen sind gestorben. Kurz nach dem Start wurde die Treibstoffzufuhr abgeschaltet. Auf dem Stimmrekorder fragt ein Pilot: „Warum hast du den Treibstoff abgestellt?“ Der andere sagt: „Ich habe das nicht gemacht.“ Wie genau es dazu kam, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, die Schalter standen zum Zeitpunkt des Aufpralls wieder auf Ein. Kurz zuvor hatten die Triebwerke erneut gestartet, doch der Absturz war nicht mehr zu verhindern. Die genaue Ursache wird weiterhin untersucht. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 14. Juli 2025. US-Präsident Trump plant neue Waffenhilfe für die Ukraine. Nach dem letzten großen Angriff Russlands will Donald Trump der Ukraine jetzt Angriffswaffen schicken. Laut dem US-Portal Axios könnten sogar Raketen dabei sein, die weit nach Russland reichen. Ob der Plan wirklich umgesetzt wird, ist noch offen. Auch Deutschland hilft der Ukraine. Die Regierung bezahlt neue Waffensysteme für das ukrainische Militär. Die ersten Waffen sollen Ende Juli eintreffen. Eine Vereinbarung wurde bereits in Kiew unterschrieben. Spektakulärer Gefängnisausbruch in Frankreich. Ein 20-jähriger Häftling ist aus einem Gefängnis in Lyon geflohen, versteckt in einem Wäschesack. Er hat die Entlassung seines Zellennachbarn genutzt, um unbemerkt mit ihm das Gefängnis zu verlassen. Erst einen Tag später haben die Wärter bemerkt, dass er fehlt. Inzwischen wurde er wieder gefunden. Die Gefängnisleitung spricht von mehreren Fehlern und will jetzt alles genau prüfen. Das Gefängnis ist völlig überfüllt. Katze rettet ihre Besitzerin. In Gotha hat eine Katze durch lautes Miauen im Treppenhaus ihre verletzte Besitzerin gerettet. Die 59-Jährige hat hilflos in ihrer Wohnung gelegen. Ihre Katze ist daraufhin aus einem Fenster aus der Wohnung nach draußen gesprungen, dann wieder in das Mehrfamilienhaus zurückgekehrt und hat dort im Treppenhaus mit lautem Miauen und Kratzen auf sich aufmerksam gemacht. Die Nachbarn haben das ungewöhnliche Verhalten der Katze bemerkt und die Polizei gerufen. Die Frau wurde rechtzeitig gefunden und medizinisch versorgt. Roboter operiert zum ersten Mal allein. In den USA hat ein Roboter zum ersten Mal allein operiert, an einem toten Schwein. Er hat dabei die Gallenblase entfernt, so wie es auch beim Menschen gemacht wird. Die Chirurgen haben dem Roboter während der Operation noch ein paar Anweisungen gegeben. Daraus hat der Roboter gelernt, es selbstständig zu machen. Die Forscher sagen, das ist ein großer Schritt für die Medizin. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 15. Juli 2025. Riesiger Eisberg vor Grönland Dorf.
Ein gewaltiger Eisberg liegt direkt vor dem Hafen der kleinen Siedlung Inarssuit in Grönland. Die Behörden sind in Sorge. Wenn der Eisberg zerbricht, könnten Eisstücke ins Meer stürzen und eine gefährliche Flutwelle auslösen. Schon 2018 mussten dort Häuser evakuiert werden. Jetzt beobachten alle die Lage ganz genau. Neue Harry-Potter-Serie. Dreharbeiten haben begonnen. In Großbritannien wird eine neue Harry-Potter-Serie gedreht. Sie soll ab 2027 bei HBO laufen. Die Hauptrolle spielt Dominic McLaughlin aus Schottland. Er ist etwa so alt wie Daniel Radcliffe damals und trägt sogar die gleiche runde Brille. Die Dreharbeiten finden in einem Studio bei London statt. Die Serie erzählt die bekannte Geschichte aus den Büchern. Wann sie im Fernsehen läuft, ist noch offen. Selenskyj macht Julia Sviridenko zur neuen Regierungschefin. Julia Sviridenko soll neue Regierungschefin der Ukraine werden. Präsident Selenskyj will mit ihr die Regierung neu aufstellen. Sviridenko kümmert sich seit Kriegsbeginn um Kredite und Unterstützung aus dem Ausland. Ziel ist es, die Wirtschaft zu stärken und die Rüstungsproduktion zu erhöhen. Seit 17 Jahren in Deutschland. Trotzdem droht Abschiebung. Anwar Hassanov lebt seit 17 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Er sagt: „Ich fühle mich wie ein Deutscher." Jetzt droht ihm die Abschiebung, weil er keinen Pass aus Aserbaidschan bekommt. Die Botschaft lehnt das ab. Er hat den Wehrdienst nicht gemacht. Hassanov ist Vater, engagiert im Sportverein und hat einen Job in Aussicht. Doch ohne Aufenthaltserlaubnis darf er nicht arbeiten. Trump droht mit Strafzöllen. US-Präsident Donald Trump droht Ländern wie China und Indien mit Strafzöllen von 100%. Der Grund: Sie unterstützen Russland. Wenn es nicht innerhalb von 50 Tagen eine Einigung für das Kriegsende in der Ukraine gibt, sollen die Zölle kommen. Außerdem haben die USA und die NATO neue Waffenlieferungen für die Ukraine vereinbart. Die Waffen sollen aus den USA kommen, bezahlt von europäischen Ländern wie Deutschland. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 23. Juli 2025. 28 Staaten fordern Ende des Gaza-Kriegs. 28 Länder, darunter Großbritannien, Frankreich, Kanada und Italien, fordern ein sofortiges Ende des Kriegs in Gaza. Israel soll mehr humanitäre Hilfe zulassen und das Völkerrecht einhalten. Deutschland und die USA haben die Erklärung nicht unterschrieben. Israel lehnt die Kritik ab und nennt sie unrealistisch. Die Lage im Gazastreifen ist laut UN dramatisch. Viele Menschen haben kein Essen und kämpfen ums Überleben. Vermittler wie die USA und Katar versuchen weiter, eine Waffenruhe zu erreichen. Mehr Diebstahl an SB-Kassen. Immer mehr Menschen klauen an Selbstbedienungskassen.
Viele Supermärkte haben genug davon. Während der Corona-Zeit gab es offene Eingänge und SB-Kassen ohne Personal. Das sollte Vertrauen zeigen. Doch jetzt wird oft gestohlen. Deshalb reagieren die Händler. Sie bauen mehr Kameras ein und kontrollieren genauer. SB-Kassen werden so wieder sicherer gemacht. Wie sieht der Durchschnittsmensch in Deutschland aus? Das Statistische Bundesamt hat das untersucht. Der Durchschnittsmensch in Deutschland ist 1,73 Meter groß, wiegt 73 Kilo und ist etwa 45 Jahre alt. Er lebt meistens nicht allein. Ein Haushalt besteht im Durchschnitt aus 2 Personen. Wenn Kinder dabei sind, leben in einer Familie etwa 3 bis 4 Menschen zusammen. Auch die Kinderzahl ist bekannt. Eine Frau bekommt im Laufe ihres Lebens im Schnitt 1,6 Kinder. Beim ersten Kind ist sie 30 Jahre alt. Der Vater ist dann meistens 33. Und wie wohnen die Menschen? Eine Wohnung hat im Durchschnitt 94 Quadratmeter. Die Kaltmiete liegt bei 7,28 € pro Quadratmeter. Wer Vollzeit arbeitet, arbeitet etwa 40 Stunden pro Woche. Der Durchschnittslohn liegt bei 4.634 € im Monat. Männer verdienen mehr, etwa 600 € mehr als Frauen. So sieht also der Durchschnitt in Deutschland aus. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 24. Juli 2025. Columbia-Universität zahlt $221 Millionen. Die Columbia-Universität in New York zahlt $221 Millionen an die US-Regierung. Die Universität will damit die Ermittlungen wegen Antisemitismus beenden. Die Regierung von Donald Trump hatte der Universität vorgeworfen, jüdische Studierende nicht genug zu schützen, vor allem beim Protest zum Gaza-Krieg. Deshalb hatte die Regierung viele Fördergelder gestoppt. Jetzt will Columbia Reformen machen. Dafür bekommt sie einen Teil der Gelder zurück. Viele Studierende sind mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. Langnese investiert Millionen in Eisproduktion in Heppenheim. Langnese will in Heppenheim künftig noch mehr Eis herstellen. Dafür investiert das Unternehmen mehrere Millionen Euro. Geplant ist zum Beispiel ein neues Lager direkt neben dem jetzigen Tiefkühllager. Der Werksleiter sagt, dass auch neue Jobs entstehen könnten. Denn das Eisgeschäft wächst. Allein in Deutschland liegt der Umsatz bei fast 3 Milliarden Euro. Außerdem gibt es große Pläne auf Konzernebene. Die Firma Magnum Ice Cream Company soll bald an die Börse gehen. Davon könnte auch Heppenheim profitieren, zum Beispiel durch neue Arbeitsplätze und mehr Steuereinnahmen. Viele waschen sich nach dem Klo nicht die Hände. Nach der Toilette die Hände waschen? Für viele ist das nicht selbstverständlich. Forscher haben in einem dänischen Krankenhaus 19 Wochen lang gemessen, wie viele Menschen das wirklich tun. Das Ergebnis: Fast jede zweite Person wäscht sich die Hände nicht. In manchen Wochen waren es sogar über 60%. Besonders in Krankenhäusern kann das sehr gefährlich sein.
Wer sich nach der Toilette nicht die Hände wäscht, kann Krankheiten übertragen. Die Forschenden sagen, dass es neue Kampagnen braucht, damit sich wieder mehr Menschen die Hände waschen. Polen gründet Ministerium gegen illegale Migration. Noch vor dem Amtsantritt des neuen Präsidenten hat Regierungschef Donald Tusk sein Kabinett umgebaut. Im Mittelpunkt steht ein neues Ministerium für den Kampf gegen illegale Migration. Tomasz Siemoniak übernimmt diese Aufgabe. Er war bisher Innenminister. Sein früheres Amt geht an Marcin Kierwiński, einen engen Vertrauten von Tusk. Tusk begründet die Entscheidung mit der angespannten Lage an der Ostgrenze. Belarus und Russland bringen laut Polen gezielt Migranten an die EU-Grenze. Dort versuchen immer mehr Menschen, illegal nach Polen zu gelangen, manchmal über 100 pro Tag. Die neue Struktur soll mehr Ordnung und Sicherheit an den Grenzen schaffen. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 25. Juli 2025. Macron will Palästina anerkennen. Frankreich will Palästina als Staat anerkennen. Das hat Präsident Emmanuel Macron angekündigt. Er sagt, Frankreich steht für Frieden im Nahen Osten. Im September will er das bei der UN-Vollversammlung in New York offiziell machen. Jetzt ist vor allem eines wichtig: Der Krieg in Gaza muss enden und die Zivilbevölkerung muss geschützt werden. Der Sozialstaat wird immer teurer. Im Jahr 2024 hat der deutsche Staat 1,3 Billionen Euro für Sozialleistungen ausgegeben. Das sind 83 Milliarden mehr als im Vorjahr, also ein Plus von 6,6%. Besonders viel Geld ist in Renten und Pensionen geflossen. Rund 533 Milliarden Euro. Auch das Gesundheitswesen hat fast genauso viel gekostet: 523 Milliarden. Für Kinder, Ehepartner und Mütter hat der Staat 153 Milliarden bezahlt. Die Ausgaben für Arbeitslose sind auf 45,5 Milliarden gestiegen, 15% mehr als zuvor. Und wer hat das alles bezahlt? Der größte Teil von 34% ist von den Arbeitgebern bezahlt worden. Der Staat selbst hat 33,5% übernommen und 30,7% haben die Arbeitnehmer beigetragen. Die Hitzewelle dauert an und sie wird zur Gefahr. Im Südosten Europas und in der Türkei bleibt es weiterhin extrem heiß. Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. In Griechenland gelten zur Mittagszeit bereits Arbeitsverbote, vor allem für körperlich schwere Tätigkeiten im Freien. Viele Städte öffnen ihre klimatisierten Räume, damit sich Menschen dort abkühlen können. Ärzte warnen: Kinder und ältere Menschen sollten nicht nach draußen gehen. Man soll viel Wasser trinken und Alkohol vermeiden. Auch Italien leidet unter der Hitze. Vor allem im Süden ist es gefährlich heiß. In der Region Apulien sind in den letzten Tagen mindestens 5 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben.
In Palermo auf Sizilien gilt bereits die höchste Warnstufe: Hitzealarm Rot. In der Türkei wächst unterdessen die Angst vor Waldbränden. Die Regierung bittet die Bevölkerung, sich tagsüber in Gebäuden aufzuhalten. Tierschützer erinnern daran, Wasser für Straßentiere bereitzustellen, denn auch sie leiden unter der extremen Hitze. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 28. Juli 2025. Zug entgleist nach Erdrutsch. 3 Tote. Bei einem Zugunglück in Baden-Württemberg sind 3 Menschen gestorben, darunter der Lokführer. Mindestens 41 Menschen wurden verletzt. Die Ursache war wahrscheinlich ein Erdrutsch. Starker Regen hat einen Abwasserschacht überlaufen lassen. Dadurch ist Erde auf die Gleise gerutscht und der Zug ist entgleist. Der Unfallort bleibt gesperrt, der Zugverkehr ist unterbrochen. Mehr Einbrüche in Berlin und Brandenburg. In der Urlaubszeit stehen viele Wohnungen leer. Und genau das nutzen Einbrecher aus. Im Jahr 2024 gab es in Berlin über 8.500 Einbrüche, in Brandenburg mehr als 2.500. Besonders in der dunklen Jahreszeit brechen viele Täter schnell und unbemerkt ein. Nur wenige dieser Fälle werden später aufgeklärt, meist weniger als 20%. Doch es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen. Man sollte Fenster und Türen gut sichern, am besten mit zusätzlichen Schlössern. Auch Nachbarn können helfen, zum Beispiel indem sie den Briefkasten leeren oder die Hecke schneiden. So wirkt das Haus bewohnt und nicht verlassen. Wenn dein Zuhause gut gesichert ist, geben viele Einbrecher schnell auf. In Berlin ist letztes Jahr fast die Hälfte der Einbrüche gescheitert, weil die Täter nicht reingekommen sind. Neuer Zuschauerrekord bei der Frauen-EM. Die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz hat einen neuen Rekord aufgestellt. 657.291 Fans haben die Spiele besucht. So viele wie noch nie bei einer Frauen-Europameisterschaft. Das hat die UEFA am Sonntagabend beim Finale bekannt gegeben. Der bisherige Rekord lag bei 575.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, aufgestellt bei der EM 2022 in England. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 29. Juli 2025. Deutschland plant Luftbrücke für Gaza. Deutschland und Jordanien wollen gemeinsam eine Luftbrücke für Hilfsgüter in den Gazastreifen einrichten. Ziel ist es, das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. Auch Frankreich und Großbritannien sollen das Vorhaben unterstützen. Kanzler Merz hat betont, dass es nur ein erster Schritt ist. Außenminister Johann Wadefuhl wird in die Region reisen, um Friedensgespräche zu fördern. Zudem hat Merz die Freilassung aller Geiseln durch die Hamas gefordert.
Hitzerekord in der Türkei. In der Stadt Silopi in Anatolien wurden 50,5 Grad gemessen. So heiß war es in der Türkei noch nie. Laut Umweltministerium ist damit ein neuer nationaler Rekord erreicht worden. Die Region leidet unter extremer Hitze. Tiere und Pflanzen sterben. Es kommt zu Wassermangel, Dürren und Bränden. Auch für Menschen ist die Lage gefährlich. Die starke Hitze belastet den Körper. Viele fühlen sich schwach, manche werden sogar ohnmächtig. Expertinnen und Experten sprechen von lebensbedrohlichen Bedingungen. Die extreme Hitzewelle soll laut Meteorologen noch länger andauern, vor allem in Südosteuropa. In Deutschland dagegen bleibt das Wetter wechselhaft. Regen, Wolken und nur kurze sonnige Phasen. Ein echter Sommer lässt auf sich warten. Bratwurst zu teuer. Mann ruft Polizei. Ein 18-Jähriger hat auf dem Hofer Volksfest mehrmals den Notruf gewählt, wegen einer Bratwurst. Er war betrunken und wollte mit dem Verkäufer über den Preis verhandeln. Als das nicht geklappt hat, hat er die Wurst trotzdem gekauft und dann zu viel Wechselgeld gefordert. Weil er sich nicht beruhigt hat und die Polizei mehrfach gerufen hat, ist er schließlich in Gewahrsam genommen worden. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 30. Juli 2025. Halal-Essen wird Pflicht an Schule in Gelsenkirchen. An der Gesamtschule Erle in Gelsenkirchen gibt es ab dem neuen Schuljahr nur noch Halal-zertifiziertes Essen. Die Schule bietet keine Gerichte mit Schweinefleisch mehr an. Auch Klassiker wie Currywurst oder Leberkäse sind gestrichen. Stattdessen stammt das Fleisch aus ritueller Schlachtung. Das Schulessen folgt damit vollständig den islamischen Speisevorschriften. Frankreich. Geldstrafe für halbnackt in der Stadt. In mehreren französischen Städten gibt es jetzt Strafen für Menschen, die halbnackt durch die Straßen laufen. Kostet das bis zu 150 €. Bürgermeister Moreux spricht von Respekt und Hygiene. Auch Städte wie Arsachan und La Grande-Motte haben ähnliche Regeln. Erlaubt ist Freizügigkeit nur am Strand. Festnahme nach jahrelanger Suche. 8 Jahre nach einem sexuellen Übergriff auf ein 11-jähriges Mädchen in Hünstetten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein neuer DNA-Abgleich hat die Polizei auf die Spur eines 42-jährigen Mannes aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gebracht. Er soll das Kind 2017 an einer Bushaltestelle abgefangen und im Auto missbraucht haben. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Kiel plant genderneutrale Toiletten an Schulen. In Kiel soll es künftig an jeder Schule mindestens eine genderneutrale Toilette geben, wenn es baulich möglich ist. Das hat der Schulausschuss beschlossen. Der Antrag kam vom Jungen Rat. Grüne, SPD und SSW waren dafür. Linke und die Partei dagegen. CDU und AfD haben sich enthalten.
Gold für Anna Elend bei der Schwimm-WM. Bei der Schwimm-WM in Singapur hat Anna Elend überraschend die Goldmedaille gewonnen. Die 23-Jährige aus Hessen hat im Finale über 100 Meter Brust mit einer Zeit von 1 Minute 5 gesiegt. Damit ließ sie alle Konkurrentinnen hinter sich. Schon das Erreichen des Finals war für sie ein großer Erfolg. Mit dem Sieg hatte niemand gerechnet. YouTube-Verbot unter 16. Australien will Kindern unter 16 Jahren den Zugang zu YouTube verbieten, um sie vor gefährlichen Algorithmen zu schützen. Auch YouTube soll jetzt vom Verbot betroffen sein. Es ist also keine Ausnahme mehr. Die Plattform hat überrascht reagiert. Sie ist kein soziales Netzwerk, sondern eine Videoplattform. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen.